Lukas, ich muss dir etwas gestehen. Etwas, das mir wirklich peinlich ist. Schon wieder ein Geständnis? Was ist diesmal passiert, Anna? Ich habe gestern Abend 3 Stunden auf TikTok verbracht. 3 Stunden! Ich wollte nur kurz etwas anschauen und plötzlich war es Mitternacht. Das klingt nach einem typischen Problem. Unser Handy ist sehr verführerisch. Lukas, ich frage mich, wie kann ich mein Handy besser kontrollieren? Es ist wie eine Sucht. Ich kann nicht aufhören. Das ist eine wichtige Frage, Anna. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über digitale Balance, wie wir eine gesunde Beziehung zu unserem Handy und Social Media finden. Das ist genau das, was ich brauche. Ich will nicht mehr 3 Stunden auf TikTok verschwenden. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute? Digitale Balance oder wie du dein Handy wieder in den Griff bekommst. Los geht's! Also, Lukas, fangen wir ganz vorne an. Warum ist unser Handy so verführerisch? Das ist eine gute Frage, Anna. Unser Handy ist nicht zufällig so süchtig machend. Es ist designt, um uns zu fesseln. Designt? Was meinst du? Social-Media-Apps, Spiele, Streaming-Dienste, sie alle haben Experten, die wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Wie funktioniert mein Gehirn? Dein Gehirn liebt Belohnungen. Jedes Mal, wenn du eine neue Nachricht bekommst, einen Like siehst oder ein neues Video beginnt, gibt dein Gehirn Dopamin frei. Dopamin, das Glückshormon? Genau. Und die Apps wissen das. Sie geben dir immer wieder kleine Belohnungen. Deshalb kannst du nicht aufhören. Also kämpfe ich gegen Profis. Ja, Anna, du kämpfst gegen Algorithmen, die genau wissen, wann sie dir die nächste Belohnung geben müssen. Das ist unfair. Wie soll ich dagegen ankommen? Indem du bewusste Entscheidungen triffst, indem du Regeln aufstellst, indem du dein Handy kontrollierst und nicht dein Handy dich. Anna, ich gebe dir heute 7 Strategien für mehr digitale Balance. 7 Strategien. Das klingt gut. Ich bin bereit. Strategie 1: Bewusstsein schaffen. Bewusstsein? Was bedeutet das? Du musst wissen, wie viel Zeit du wirklich auf deinem Handy verbringst. Die meisten Menschen unterschätzen das. Ich denke, ich bin vielleicht 1 Stunde am Tag auf dem Handy, aber gestern waren es 3 Stunden. Genau. Die meisten Handys haben eine Funktion, die deine Bildschirmzeit anzeigt. Schau sie dir an. Das mache ich heute Abend. Gut. Wenn du weißt, wie viel Zeit du wirklich verbringst, kannst du etwas ändern. Strategie 2: Zeitlimit setzen. Zeitlimits? Wie meinst du das? Die meisten Handys haben eine Funktion, um Zeitlimits für Apps zu setzen. Zum Beispiel maximal 30 Minuten TikTok pro Tag. Nur 30 Minuten? Das ist nichts. Es ist mehr, als du denkst, Anna. 30 Minuten pro Tag sind 3,5 Stunden pro Woche. Das ist viel. Vielleicht kann ich mit 30 Minuten anfangen und dann weniger. Perfekt. Fang klein an. Strategie 3: Handyfreie Zonen schaffen. Handyfreie Zonen? Was ist das? Zum Beispiel, das Schlafzimmer ist handyfrei. Oder der Esstisch. Oder das Badezimmer. Das Schlafzimmer? Aber ich schaue doch immer im Bett noch aufs Handy. Genau das ist das Problem, Anna. Das blaue Licht vom Handy stört deinen Schlaf und die Nachrichten machen dein Gehirn wach. Das stimmt. Ich schlafe oft schlecht ein, nachdem ich aufs Handy geschaut habe. Also, Handy bleibt im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer. Das ist eine einfache Regel. Okay, das Handy bleibt im Wohnzimmer. Ich probiere es aus. Strategie 4: Handyfreie Zeiten einplanen. Handyfreie Zeiten? Also bestimmte Stunden? Ja, zum Beispiel, die erste Stunde nach dem Aufwachen ist handyfrei. Oder die letzte Stunde vor dem Schlafen. 1 Stunde ohne Handy nach dem Aufwachen? Aber ich checke immer gleich meine Nachrichten. Genau das ist das Problem, Anna. Du beginnst deinen Tag mit den Problemen anderer Menschen, nicht mit deinen eigenen Gedanken. Das stimmt. Ich lese immer zuerst die Nachrichten, bevor ich über meinen eigenen Tag nachdenke. Genau. Beginne deinen Tag mit dir selbst. Trink einen Kaffee, schau aus dem Fenster, atme tief durch. Das mache ich morgen früh. 1 Stunde ohne Handy.
Strategie 5. Benachrichtigungen ausschalten. Alle Benachrichtigungen, auch die von WhatsApp? Besonders die von WhatsApp, Anna. Jede Benachrichtigung ist ein kleiner Stopp deiner Konzentration. Ich bekomme vielleicht 50 Benachrichtigungen am Tag. Das ist viel. Studien zeigen, nach jeder Benachrichtigung braucht dein Gehirn etwa 20 Sekunden, um sich wieder zu konzentrieren. 50 Benachrichtigungen mal 20 Sekunden? Das sind fast 17 Minuten am Tag. Nur fürs Wiederkonzentrieren. Genau. Schalte alle Benachrichtigungen aus, bis auf die wirklich wichtigen. Was ist wirklich wichtig? Anrufe von deiner Familie, Nachrichten von deinem Chef. Alles andere kann warten. Ich werde heute Abend alle Benachrichtigungen ausschalten. Strategie 6. Apps löschen. Apps löschen? Aber ich brauche sie doch. Brauchst du TikTok? Brauchst du Instagram? Brauchst du diese Spiele? Eigentlich nicht. Ich verbringe dort nur Zeit. Lösche die Apps, die dich am meisten ablenken. Du kannst sie jederzeit wieder installieren, aber die Hürde ist dann höher. Und was ist mit WhatsApp? Das brauche ich. WhatsApp kannst du behalten, aber schalte die Benachrichtigungen aus und antworte nur zu bestimmten Zeiten. Nur zu bestimmten Zeiten antworten. Das ist eine gute Idee. Ja, sag deinen Freunden, ich antworte nachmittags. Das ist völlig in Ordnung. Strategie 7. Echte Alternativen finden. Echte Alternativen? Was meinst du? Wenn du weniger aufs Handy schaust, hast du plötzlich mehr Zeit. Was machst du mit dieser Zeit? Das habe ich noch nie bedacht. Was soll ich mit der Zeit machen? Lies ein Buch, triff Freunde, geh spazieren, koch etwas Neues, lerne ein Instrument. Das klingt viel schöner als TikTok. Ist es auch. Echte Erlebnisse sind viel erfüllender als digitale Erlebnisse. Ich werde heute ein Buch anfangen. Ein richtiges Buch aus Papier. Das ist eine wunderbare Entscheidung, Anna. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, Anna, von einer Familie. Eine Familie? Erzähl mir. Die Familie Meier hatte ein großes Problem. Jeder war ständig am Handy, beim Essen, beim Fernsehen, sogar im Bett. Das klingt wie meine Familie. Die Eltern haben gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Wir sprechen kaum noch miteinander. Was haben Sie gemacht? Sie haben eine Regel eingeführt. Jeden Sonntag ist digitaler Detox. Ein ganzer Tag ohne Handys. Ein ganzer Tag ohne Handy? Das ist unmöglich. Die Familie Meier macht es schon seit 2 Jahren. Sie sagen, das ist der beste Tag der Woche. Was machen Sie an diesem Tag? Sie gehen spazieren, sie kochen zusammen, sie spielen Spiele, sie reden, sie lachen. Einfach Familie sein. Das klingt wunderschön. Vielleicht sollte ich das auch vorschlagen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Lukas, ich muss dir etwas gestehen. Was ist los, Anna? Manchmal fühle ich mich einsam, wenn ich nicht aufs Handy schaue, als ob ich etwas verpasse. Das ist die sogenannte Fear of Missing Out, FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Wie kann ich diese Angst überwinden? Indem du dir bewusst machst, du verpasst nichts Wichtiges. Die wichtigen Dinge passieren im echten Leben. Im echten Leben, nicht auf Instagram. Genau, die schönsten Momente sind die, die du nicht fotografierst, die du einfach erlebst. Das ist eine schöne Erkenntnis. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Unser Handy ist designt, um uns zu fesseln. Es ist kein Zufall. Punkt 2. Bewusstsein schaffen. Schau dir deine Bildschirmzeit an. Punkt 3. Zeitlimit setzen, zum Beispiel 30 Minuten pro App. Punkt 4. Handyfreie Zonen schaffen. Kein Handy im Schlafzimmer oder am Esstisch. Und Punkt 5. Handyfreie Zeiten einplanen, zum Beispiel die erste Stunde nach dem Aufwachen. Punkt 6. Benachrichtigungen ausschalten. Sie stören deine Konzentration. Punkt 7. Apps löschen, die dich ablenken. Und Punkt 8. Echte Alternativen finden. Bücher, Spaziergänge, Freunde. Und vergiss nicht, du kontrollierst dein Handy, nicht dein Handy dich. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Schaut euch eure Bildschirmzeit an.
Wie viele Stunden seid ihr wirklich auf dem Handy? Schreibt die Zahl in die Kommentare und überlegt, ist das okay oder ist es zu viel? Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge. Ich bin bereit. Macht heute Abend das Handy aus. 2 Stunden bevor ihr schlafen geht. Kein Handy, kein Fernseher, kein Tablet. 2 Stunden? Das ist lang. Ihr schafft das. Lest ein Buch, hört Musik, redet mit eurer Familie. Und vergesst nicht, das Leben passiert nicht auf dem Bildschirm. Es passiert vor deinen Augen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hilft euch, eine gesunde digitale Balance zu finden. Und jetzt mache ich mein Handy aus. Ich lese ein Buch. Eine gute Entscheidung, Anna. Viel Freude beim Lesen. Danke, Lukas. Tschüss zusammen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, das beste Leben findet offline statt. Und jetzt ab ins Buch. Tschüss.